In this episode, we're exploring the dark remains of Yugoslavia's biggest military base. During the Cold War, the isolated socialist state wanted to demonstrate its military strength with this partly underground airfield. It was built in a no man's land that's today's border strip between Croatia and Bosnia-Herzegovina. By now, this has become a huge, almost forgotten area that still holds invisible threats. Sind hier wahrscheinlich die Barackengebäude? Die Landminengefahr hier ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, deswegen bleiben wir dieses Mal lieber auf den Wegen. As we trespass, there are several, often bizarre encounters with the police. We have to tell you, so you don't think we are refugees. We are coming from Croatia. They told us to go to you. Together with a professional film crew, we venture into the dark to explore what's left of Europe's largest underground airport. Und wie weit das reingeht. Also mein Licht kommt gar nicht weg dran. Wir müssen auch langsam aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen, weil hier gibt es immer mehr Abzweigungen. In the endless tunnels, there was room for 80 MiG-21 fighter jets and more than 1,000 soldiers. This is the Yugoslavian version of Top Gun, codenamed Object 505. Here we can explore the desolate past of the Cold War, which will lead us all the way to the bloody collapse of Yugoslavia. Es muss ja irgendwie gesprengt worden sein. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Join us and experience forgotten history firsthand. Hold on a second. Before you continue watching this video, you should know that this is only the pilot to a new series we are about to produce. So please let us know your thoughts about this new series in the comments down below. And if you want to contribute to this new format, stay tuned until the end of this video to learn more. Das Problem mit dem heutigen Lost Place ist, dass der direkt an der Grenze ist zwischen Kroatien und Bosnien. Deswegen haben einheimische Urbexer uns tatsächlich empfohlen, dass wir uns bei der Grenzpolizei anmelden, also dass wir denen sagen, was wir vorhaben. Wir sind jetzt auf dem Weg zur bosnischen Grenze und ich bin gespannt, wie gut denen ihr Englisch ist. Ich bin gespannt, ob die verstehen, was wir vorhaben. Also es ist auf jeden Fall ein sehr seltsames Gefühl, zur Polizei zu gehen und zu sagen, hallo, wir würden gern das Airfield erkunden und wir wollten uns noch vorher anmelden, dass es dann in Ordnung ist. Haben wir noch nie gemacht, nee, aber es gibt für alles ein erstes Mal. We drive along the external border of the European Union. Close by, just on the other side, refugees have been trying to enter the EU for years. But the Croatian border police keep pushing them back. Their patrols have increased, which is also bad for us, because the abandoned airfield is now heavily monitored. We hope if we tell them we're shooting a documentary, they might leave us be. Die wollen alle über die Grenze. But we had no idea how awkward it would be to make our request. And we have a request for the border police of Bosnia. Can we talk to them? Can we talk to somebody? Because we have to tell you, so you don't think we are refugees. We are coming from Croatia. They told us to go to you. Yes, too. You can see this Croatian police. This is Croatian side. Yes. Then we will tell them. Yes. Immerhin war das der bosnischen Polizei egal, wo wir hin wollen. You border police? Ja? No, Carina. Ah, where's the border police? Dass es die auch nicht stört, dass wir hier rumlungern. Yeah. Are you border police? Yes. Okay, I show you. We go to the Željava airfield. You know? Go to We will go there. the airport. Yes. Yes. We can just go to the old airport and we'll be fine. You can do. All right. very much. Right. Thank you. Bye. Have a nice day. Die haben sich alle null für uns interessiert, haben uns immer von einem zum anderen Häuschen geschickt und haben gesagt, es ist nicht unsere Angelegenheit. Letztendlich haben wir mit demjenigen gesprochen, der das Sagen dort an der Station hat, und der hat dann einfach gesagt, ja, geht doch, ist doch offen, ist doch legal, mach doch einfach. Er hat nicht gesagt, dass es legal ist, aber man kann aber wir hingehen. haben gefragt, it's legal, und er hat gesagt, er hat uns sogar vollkommen Weganweisungen gegeben, wie wir da jetzt am besten hinkommen. ja, also sollte keine Probleme geben, obwohl ich auch bezweifle, dass er überhaupt irgendwie jetzt die Info weitergibt. Das heißt, Little did we know that this indeed wouldn't be our last encounter with police tonight. There's no fence, no gate or even a sign indicating we're entering a former military area. But these ruins around us reveal we've arrived.
And this too, an old plane dumped decades ago. You could say it's the mascot of the airbase. This is a Douglas C-47. Initially a US-built military transport aircraft from World War II. Instead of camouflage, however, the plane is colorful today. And unfortunately, completely stripped too. Das sind hier wahrscheinlich die Barackengebäude. Wir wollten vorher noch ein bisschen recherchieren, aber haben irgendwie nicht geschafft, Internet zu kriegen. Also müssen wir mal gucken, ob wir vor Ort irgendwas finden können, was uns noch ein bisschen über die Geschichte hier aufklärt. Aber das wird sicher schwer werden. Alles kaputt und leer. What's peeling and empty today used to be a garrison with 5,000 soldiers stationed. Their only duty was to guard the military airport next door and provide logistical support. All this has been deserted after a terrible war tore apart former Yugoslavia 30 years ago. These ghostly ruins might still harbor an unseen danger from back then. Die Landminengefahr hier ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Der Krieg ist ja noch nicht so lange her. Und das heißt, vor wenigen Jahren wurde hier angeblich alles gesäubert. Nur das Problem ist, du kannst ja nie wirklich sicher sein, dass du auch jede einzelne Mine gefunden hast. Deswegen bleiben wir dieses Mal lieber auf den Wegen. Nur wie man sieht, ist es sehr, sehr schwierig, bei so einer Location auf den Wegen zu bleiben. Die Baracken liegen jetzt hinter uns. Wir fahren in Richtung von dem Airstrip, von der Landebahn. Und dort sollten dann diese Flugzeuggaragen sein, also diese Tunnel, die wirklich tief in den Berg reinführen. Die haben auch gigantische Ausmaße, die Flugzeuge müssen halt reingepasst haben. Ne? Da ist ein Polizeicontainer. Ob der bemannt ist? Das ist ein Polizei. Was ist denn das? What we haven't mentioned yet is that we're accompanied by a group of young filmmakers. They wanted to join us as a part of a documentary they were shooting in the Balkans. But more about that later. Diese Landebahn hier, die ist einfach unendlich lang. Und tatsächlich erstreckt sich das an der Grenze zwischen Bosnien und Kroatien, weswegen hier direkt hinter uns so ein Polizeicontainer steht und echt eine krasse Polizeipräsenz hier ist. Also wir haben jetzt schon mehrere Streifen gesehen, die hier langfahren. Speaking of, just as we went to launch the drone for an aerial overview, police approach and point out it's forbidden to fly at the border. Luckily, the local Airbase crew, Croatia Infiltration, allowed us to use their footage, so you can get an understanding of the scale of this place. And it's freaking massive with its 5 runways. Wir fahren jetzt ein verlassenes Rollfeld entlang. Und zwar Highspeed. Danke, Papa, dass du mir dein Auto geliehen hast. Okay, da vorne ist Bosnien. Direkt hier, wo das Rollfeld endet. Da sollte man nicht rüber. Aber wenn du jetzt hier rüber fährst nach links, kommen wir auf die richtige Startbahn.
It's now time to enter the eerie interior of the facility. Let's see what's left of what used to be one of the largest and most expensive military projects in all of Europe. Okay, führt wohl kein Weg dran vorbei. Dann gehen wir jetzt rein und wahrscheinlich kommen wir erst wieder raus, wenn es bereits Nacht ist. Auf jeden Fall ausmachen. Ja. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir hinstecken. Die sind überall Löcher. With us on camera is Fritjof. It's the first time he's exploring an abandoned place. Together with his filming crew, he ventured here to discover the gruesome past of the Balkan Wars through the ruins left behind. Auch diese Bögen, das hat sowas von einer Kathedrale. Nur halt unterirdisch für Flugzeuge. Und das, wie weit das reingeht. Also mein Licht kommt gar nicht weit genug dran. It's hazy in the deserted underground compound. Water is dripping from the ceiling, echoing through the tunnels. The darkness just swallows the light from our flashlights, embracing a gloomy atmosphere around us. Wir müssen auch langsam aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen. Ja. Weil hier gibt es immer mehr Abzweigungen. Das war auch mal ein Fahrzeug, so wie es aussieht. Okay, lass weiter rein, oder? Ja. Hier siehst du noch das hohe Gestein. Über uns ist die Decke runtergekommen. Von diesen großen Haupttunneln gehen hier überall so kleinere Tunnel ab, die dann wieder in größeren Tunneln enden oder in irgendwelchen Maschinenräumen oder sonstiges. The tunnels extend over several kilometers. They were just dug in the mountain and largely carved out. The site was developed between the 50s and 60s. In these 2 decades, an incredible $6 billion were spent on the construction, making it the most expensive building project in Yugoslavia. Due to inflation, today's equivalent of the costs would be much, much more. Die Decken hier sind wirklich riesig. Wahrscheinlich schwer zu sehen auf der Kamera. Ich würde es jetzt so schon so 12 bis 15 Meter schätzen. Ewig lang. Ich kann kaum das Ende von dem Tunnel da hinten sehen. The tunnels were built wide enough for 2 MiGs standing side by side. The need for the facility arose in the 50s. Yugoslavia felt threatened by the 2 great powers to the west and east. A remote but strategically important area was sought to build this military base. This location was perfect, since it was close enough to the border so that potential attackers and ballistic missiles could be detected in time. Meanwhile, the combat aircraft could take off undetected, as the runways were in a radar shadow behind the mountain. The underground complex was also designed to sustain a direct hit from a smaller nuclear bomb. For that, the 4 entrances were protected by 100-ton pressurized doors. With an underground water source, power generators and crew quarters, the military facility was largely self-sufficient. Stocks for food, fuel and arms could last up to 30 days. 100 pilots and 1,200 Air Force troopers were permanently stationed here. Also, hier ist gerade ein Auto reingefahren. Ich glaube nicht, dass es die Polizei ist, sondern es sind wahrscheinlich einfach Leute, die sich nicht die Mühe machen wollen, hier zu Fuß durchzulaufen. Das sind auf jeden Fall irgendwelche Touristen. That's a bold move. When you flatten your tire here on one of the many pieces of sharp-edged debris, try to explain that to the recovery service.
Alter, du kannst dich mit deinem Licht auslöschen. Jetzt die Illusion gebrochen. Wir haben jetzt schon mehrere von diesen kreisrunden Löchern hier gefunden, wo irgendwie eine Leiter ist. Ich habe keine Ahnung, wie man da rankommen soll oder ob man von oben runterkommt oder wozu die überhaupt da sind. Aber es sieht so aus, als ob über diesem Tunnel hier noch eine weitere Etage ist. Ja, Fledermäuse. Also so wie es aussieht, ist hier vorbei. Ja, hier ist eine Leiter, die hochgeht. Die ist noch so semi-intakt, ne? Denkst du, es ist ein Fluchttunnel? Könnte sein. Also die geht richtig weit hoch. Man licht recht nicht aus. Was ist denn das? Reiß auf jeden Fall an jeder Sprosse, bevor du hoch bist. Nee, ich würde langsam zu eng, dann komme ich nicht durch. Schade. Geht nicht weiter? Nee, also die Sprosse ist so ein bisschen unstabil. Da glaube ich, sollte man nicht sein ganzes Gewicht drauf machen. Gut, dann gehen wir woanders lang. Dann gehen wir wieder runter. During the Cold War, this supersized facility was never in real use, except for exercises and reconnaissance missions. That changed in the 90s, when Yugoslavia declared war on itself. When the constituent republics of the multi-ethnic state voted for sovereignty, the army tried to suppress these independence efforts. Some of the warplanes that terrorized Slovenia during the 10-day war in 1991 took off from here. Later, attacks on Croatia were also flown from this airfield. As a result, Croatian pilots began to desert. As the surrounding area turned into the front line, the Yugoslav People's Army decided to withdraw. On the morning of May 16, 1992, Air Force commanders issued orders to abandon and destroy the Željava airbase. We are exploring the ruins of what's left behind. Hier ist auch überall diese Decke runtergekommen. Sehr nass, also irgendwo scheint hier Wasser aus dem Fels auszutreten. Es bilden sich so Stalaktiten. Penetration of water has always been a problem here. It leaks into the underground tunnels from everywhere. Wie ein Stift. The high humidity affected the quality of the aircraft tech and other electronics too. After years of abandonment, covers to underlying cable shafts are missing in many places. It can be a danger if you don't mind your step. Here lay also the pipes that were used to refuel the jets. But everything that was somehow of value has already been looted by the metal recyclers. Hier ist Schluss. According to a study from a few years back, some toxins such as PCBs have still been detected inside the base. This is only one of the reasons why you shouldn't go to such places unprepared. Vielleicht haben wir das einfach hier alles gesammelt. Bei dem Rest von der Anlage finden wir sowas ja selten. Wurde irgendwer probiert aufzuräumen vielleicht? Und einfach alles hinten hingeschoben? Lustige Geschichte. Es gibt tatsächlich Leute, die lassen Orte aufräumen. Und die kommen dann wirklich mit Putzequipment, putzen Graffitis weg. Die kehren Scherben zusammen. Und natürlich Fotografen in erster Linie. Fritjof and his filming crew wanted to learn as much as possible about abandoned places in the Balkans. They accompanied us for a few days on our trip back in 2021 and also interviewed us on several occasions. Together we explored many spots that are crumbling remnants of a collapsed Yugoslavia. All of this became part of their documentary. It's about how curiosity conquers fear and how the past can be relived through abandoned sites. The 60-minute long film titled Rotten Society can be watched for free here on YouTube. So if you want to see more of our Balkan journey or want to know the full story of the grim conflict that divided Yugoslavia, you can find the documentary linked in the video description down below. U naređenju našeg komandanta trebali smo izvršiti izviđanje od
koja vodi od rupe 1. Tu smo bili na kvoti 346. Malo friki. A znaš dok... Es sieht sehr stark aus. Ja, ich frage mich, wie das passieren konnte. Es muss ja irgendwie gesprengt worden sein. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Macht schon Sinn. Also jetzt kann es auf jeden Fall nicht mehr als Flugkaverne genutzt werden, wenn das hier rumliegt. To prevent the underground airbase from falling into the hands of their enemies, the Yugoslav military set off 50 tons of explosives during their withdrawal. Aber da hinten siehst du auch, oder? Den Ausgang. Ja. Man denkt nur so, man erwartet eigentlich, dass da Licht ist, aber es ist halt einfach schon dunkel draußen. Ja, wir sind schon ziemlich lange hier drin. The army demolished the runways outside too, to make them unusable for aircraft. They also left behind the minefield. When the explosives inside were detonated, the shockwave even reached the surrounding towns. Villagers claim smoke continued to come out of the tunnels for many months afterward. It's a real danger that parts of the vault could still collapse today. Water and frost can cause pieces of concrete to split off and fall to the ground. We were exploring for several hours. We leave the complex now, through a different gate through which we entered. But there's someone waiting for us already. It's the border police again. You want to see papers? Or? No, it's okay. Yeah, okay. Just to make sure we're not crossing the border legally. Yeah, just some border control stuff. You guys just, that's alright. It's okay. We also want to sleep here. Is this okay for you? Okay. Yeah. Alright. There is bear somewhere, so be careful. Alright, we'll try not to be eaten. Yeah, okay. Even though police presence is high, the former Air Force base is becoming more and more of a tourist hotspot. An agreement between the former countries of Yugoslavia forbids turning this back into a military facility. Therefore, efforts have been underway to make the area accessible to civilians. However, security forces aren't too laid back yet. After speaking to his boss, the officer comes to us one last time, saying we aren't allowed to stay overnight after all. You can stay here till the midnight. Okay. And you need to leave. Yeah, that's okay. Sorry, but Half an hour. No, you Yeah, it's not your fault. say that. You tried your best. Thanks, man. Good luck. Thank you. Goodbye. The ruins of this airbase preserve history. Unfortunately, the past often remains unseen in abandoned places like this. But by making this venue accessible to civilians, it's also history that becomes tangible. And that's also what the purpose of videos like this is. Making abandoned sites available to those who cannot explore them, and thus the past. So this was the first location we explored in the Balkans. Already quite impressive, but we had no idea what else was awaiting us. This trip was unlike any other one we did before. Since we are stuck here for at least 5 days, we decided to help out a bit here on the farm. Seriously, nothing was going the way it was supposed to. And we stumbled into some bizarre adventures. It's brutal and I get dizzy just looking up at it. Što se dogodilo tog dana, jel, s obzirom na rupe, znači kaj zatreslo i otvorile su se, jel da? All the crazy stuff we experienced in the last 3 years while traveling through the Balkans was inspiration for a big series we want to produce together with you. Therefore, we started the crowdfunding, which is online for 1 week already. So if you want to learn more about the project itself and how you can contribute, feel free to visit our website.
You can find the link to the page in the comment section down below. There you can also learn what kind of unique and limited rewards you will get in return. As indie filmmakers, we really need the support of our community to try out something new on this scale. So a big thank you to everyone who joins us on this new journey. You should go watch Rotten Society next. And if you want to see more of this airbase, you need to have a look at the channel of Croatia Infiltration. Thanks guys for helping us out with your drone shots. And also please check out our crowdfunding, so we can turn the Balkan journey into a whole series for YouTube. Thanks, stay curious, and keep exploring.